Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, hab gerade eine neue Folge Forza Motorsport 7 mit euch gezockt. Werde ich auch die Tage hochladen. Ja, und jetzt als nächstes Forza Horizon 4. Wir haben heute den 15.07. 23 Uhr. Ja, und haben wir heute wieder 300.000 Credits abgeholt. Da können wir gut gebrauchen. Ja, wir haben jetzt schon... Aber es gibt auch eine Villa, die kostet... Oder ein Schloss ist das. Das kostet, glaube ich, 12 Millionen. Da sind wir noch weit entfernt. Ich habe ein bisschen ohne zu Let's Playen weitergezockt. Wir waren, glaube ich, als wir nach längerer Zeit mal wieder gezockt hatten, Level 100 geworden. Und jetzt sind wir schon 112. Ja, wollen wir sehen, was wir jetzt machen. Wir können auch im Multiplayer mal zocken. Weil das ist mit dem Hauptrechner, den ich habe, nicht mehr möglich. Da habe ich nur 8 GB RAM und das ist zu wenig. Aber der Cloud-Rechner, auf dem wir hier zocken, der schafft es in 4K und auch fast immer mit 60 Bildern. Und dann ist auch Multiplayer möglich. Ja, also wir haben diesen schönen Mercedes. Den könnten wir eigentlich benutzen. Und mal schauen. Was ist denn das hier eigentlich? Story, ne? Top Gear. Können wir einfach mal reinschauen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links abbiegen. Hey! Oh. Geländewagen ist es nicht. In Das mal 400 die Straße. Metern rechts abbiegen. Boah! Wir müssen erstmal reinkommen. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ui! Aber der Sound kommt dem Wagen sehr realistisch rüber. Das ist ja auch das Safety Car in der Formel 1. Also der ist nicht der, aber auch ein GTR. Er hat einen sehr dunklen Sound. So, wollen wir mal sehen, was das hier ist. Das ist mal was ganz anderes. Schauen wir mal rein. Tonight, the Stig drives some very fast farm equipment, I hail a taxi, and finishing with something that I'm reliably informed is a bit of a fan favourite around here. I'm Chris Harris, and this is the Top Gear Horizon Special. Ah yes, the Stig, our very own UFO, unidentified fast object, the world's least obedient racing driver. Ja, super. Können wir das nochmal neu starten? Let's have another crack at this. Da war ein kleiner Ruckler drin, nicht nur ein kleiner, sondern ein ganz schön I'm großer. Chris Harris, and this is the Top Gear Horizon Special. Ah yes, the Stig, our very own UFO, unidentified fast object, the world's least obedient racing driver.
Right then, the Lotus Elise, a 90s classic based on the age-old roadster recipe. 2 seats, engine in the middle, rear-wheel drive. Not an ounce of fat. This is what driving is all about. You've got it. 7 The Kilometer. trick of drifting is to not actually spin, but to almost spin for as long as possible. But this isn't just any Elise, it's a Sport 190, a tuned-up, stripped-out Elise for track days. Even the passenger seat is an optional extra. But who needs friends anyway? Friends are expensive and heavy. Completely sideways now, making it look easy too. It weighs well under 700 kilos and makes 190 horsepower from its 1.8-litre engine, which revs to 8,000 RPM. Just listen to that. Oh, übel. Aber das macht aber nichts. Schaffen wir noch. And of course, because it's a Lotus, it sticks to the famous philosophy of the man who founded the company, Colin Chapman. Simplify, then add lightness, he said. The Sport 190 also adds a full roll cage, just in case. Made it! Was there ever any doubt? The Series 1 Elise is, after all, one of the best handling cars ever made. The Sport 190 is its hardcore cousin, a road-going racer you can drive to work. And across fields, it turns out. But if it's true agricultural transport you're after, we have just the thing. Ja, eine geile Lotus Elise. Eine spezielle. Erfolg. Können wir auf dem PC aber nicht sehen. Wir haben es nur gehört. Wenn ich es über die Xbox One streamen würde, kommt das ja von der Xbox One. Und dann würde man das auch sehen. Ja, wir machen es gleich weiter. Ja. Oh, a BMW 1M. Great car. Hang on, that's my BMW 1M. Seriously? Not funny. Who gave Stick the keys? I mean, I literally just cleaned it. Now it's going to smell of onions. Odour Stig. Well, this isn't stressful to watch. Not at all. Rechts abbiegen. Look at the smoke! Please leave me some tread for the drive home, Stiggy. Seriously, come on. In 100 Metern links abbiegen. Ja, wir haben keine Traktionskontrolle drin. Der Wagen sieht geil aus. In 4K sind wir ja unterwegs. Sieht sehr geil aus. That's the last time we leave Stig unattended. Am I the only one who remembers Budapest? It's electronically restrained to 155 miles an hour.
but it could definitely go quicker. 3-litre straight six, 335 horsepower, 2 turbos, as much sideways action as you like. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. It's a BMW, so of course it's rear-wheel drive. 50-50 weight distribution too. It's a natural-born drifter. Das ist wohl richtig, das merkt man auch. Does 0 to 60 in 4.8 seconds. My 1M. Stig's way beyond that now. One of the best BMWs ever made, this. Born to be driven by me. Got to admit though, Stig does kind of suit it. Oh, 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 Im oh. Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ui. Na, ihr seht, wenn man mit dem driften kann. Auf der Autobahn. In der Zeit sollten wir das schaffen. Geiler Sound. Vorsicht. Ja. Almost there now. Oh, what a shame. I was really getting into that. Just park it up now, Stig, and mind the curbs. In 100 Metern rechts abbiegen. Oh, Alter. Im Zielbereich. 3 Kilometer. Das schaffen wir doch nicht. Hier ist doch der Zielbereich. Now, anyone else want to go? Ah, geht No? doch. Don't say I didn't ask. Das hätten wir sonst aber nicht geschafft. Moment, meine lieben Freunde. Right. Oh, Back to geil. the actual script now, if you don't mind. This is Top Gear's Tractor. It's a tractor, obviously, but with a 5.7-litre Chevy V8 making 500 horsepower. And here comes the Stig again. Farm Stig. Born in a barn, they say, weaned by pigs, can plough a field in under 6 seconds. There's a speed camera on the M68. Rumour has it only flashes above 87.2 miles an hour. Our tractor has been officially clocked at 87.2 miles an hour, making it the world's fastest tractor. But I reckon it'll go even faster. Steady on, Stig. Those are 54-inch mud tyres, remember? They get a bit squishy through the corners. Nobody needs to get the harvest in that quickly. Right, here comes the speed camera. Hope they put some film in it. Wow! Have you ever seen anything like it? That's a new tractor speed record and some impressively fast farming. If you want to spread slurry in a hurry, you know what you need. Now, though, it's time to hail a ride in something completely different.
Geil, mit dem Trecker, Alter. 5,7 Liter Motor. Da steigen wir ein Level auf und kriegen Wheelspin. Mal sehr viel Glück haben. Nein! Okay, ist eine epische. Aber trotzdem. Leider nur eine Tröte. Weiter. I called a cab earlier. Local company, Aisha's Taxis. Excellent service. Got me here in no time. Unsurprising, really. I mean, look at what turned up. Hands down the quickest cab I've ever been in. Which got me thinking, how fast could this thing actually go? So I had a word with Aisha. Asked if we could borrow her cab for a trip to the seaside. To Bamborough Beach, in fact, where we could stretch the taxi's legs. Boah, Alter! Although I might have forgotten to tell her who'd be Der driving. dreht. You guessed it. The cabbie, he'll always get you to your destination very early, but probably won't be anywhere near where you asked to go. Oh yes, spot on. Lightning reactions, quick hands. The acceleration is brutal. Hope that meter charges by the minute. This could be a cheap ride. Now that's what I call a cab. No clattery diesel engine here. This has a V12 with over 750 horsepower, plus bucket seats. Beaded bucket seats, presumably. From now on, I say all cabs should have wide bodies and flared arches. Think about it. More stability, more speed, more downforce, more room for your terrified passengers. It even has slick tyres for maximum grip on a bone-dry drag strip. So they should be interesting when we hit the beach. Ja, es ist aber nasse Strecke. Er hat Slicks, aber keine Regenreifen. Und das ist ein richtig böser Wagen. Ja, und dann natürlich noch mit dem Verkehr. Das ist nicht einfach. Aber wir schaffen das. In 400 Metern links abbiegen. Ja, aber Power ohne Ende. Er dreht auch wie Links Hulle. abbiegen. Oh, hier haben wir gar keinen Grip. Ich hoffe, wir schaffen das von der Zeit, aber ich glaube 400 schon. Metern links abbiegen. Links abbiegen. So, wir haben wieder mehr Grip. 400 Metern rechts abbiegen. Habt ihr eine Beschleunigung, Alter? Rechts abbiegen. Links abbiegen. So, und nu? Good work from the stick Ah, there. wunderbar. I'd say we're nicely warmed up for the next bit.
So here we are Karre. then. In the old days, daredevils used smooth, sandy beaches like this to see how fast their cars could go. Many early land speed records were set on beaches. Miles of space, nothing to hit. Sounds easy, right? Geht weiter. Oha. Oh, look at that! Laying some pretty squirmy tracks there, Stiggy. That's what happens with 750 horsepower on sand. But that's the challenge here. Go as fast as possible all the way to the top of the beach. The thing is, there's something I haven't told the Stig. Speed record rules say you must do 2 runs, one in each direction, before the clock runs out. Which means, Stiggy, pulling off the world's swiftest U-turn, which of course is when the handbrake comes in handy. Wie bitte? Alter. Wenn ich das gewusst hätte, das schaffen wir doch nicht. Wie soll man das denn schaffen? So. Komm. 2 Minuten schaffen wir locker. Das ist aber nur 1 Stern denn, aber das macht nichts. A 5-star ride from the Stig there. Minicab, maximum speed. Next time I need a ride to the airport, I know who I'm calling. And all of this off-road action has given me an idea. Geil, da oben gewinnen wir ein Auto. Polarlichter. Werden wir das noch so weit fahren, bis wir in dieser Folge, bis wir das Auto gewonnen haben. Würde ich sagen. This is Den können Project wir gewinnen. EAT. That's EAT for E-Class All-Terrain. It's a modified Merc built by the Top Gear magazine team for finding bears in the woods. Not many bears around here, though. Mostly badgers. Still, there's definitely some terrain. Lots of it. All you need is a good sense of direction. Or not. Here's Stig again, looking lost. Terrified of maps, apparently. Inner compass points directly south. The EAT has a silky smooth V6 diesel. It'll do 155 miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Rannoch, by any means necessary, and against the clock, naturally. But don't worry, it has knobbly tyres, and a roof rack for carrying extra knobbly tyres. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. That's a 4-wheel drive car on mud tyres completely sideways. You'd do well in rallying with skills like that. Top draw drifting, I reckon. Who says you need an SUV to go off-road? The EAT has 4-wheel drive and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mounds, for example.
200 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Fährt sich sehr speziell, aber gut. 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. It also has 340 horsepower, more torque than a cruise ship, and gets to 60 miles an hour in just over 5 seconds. Rechts abbiegen. Ja, hier fühlt er sich wohler. Aber die Zeit, ja okay, die Zeit ist jetzt schon... Na, wie soll man das so in 4 Minuten schaffen? Wir werden sehen. 5 Minuten 10 haben wir Zeit. Aber in dem Gelände hat er ja die passenden Reifen. Oh, macht Laune. Oh, da kriegen wir 3 Sterne, ne? Ja. Now it's time to head way over there, to the very top of Arthur's seat. But first, what goes up must come Andersrum, ne? Bei nächster Gelegenheit wenden. Da können wir jetzt... Ich teste mal was. Weil das ist so weit weg. That's some proper hang time. Actual air suspension. Alter. Hohohoho. Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts abbiegen. Sieben Kilometer. 400 Metern links abbiegen. Well, it is a Mercedes wagon, so it's tough. And if you really want to smash stuff up, there's even a pickaxe in the back. It's full of home comforts, the EAT. Chargers for almost anything you can charge. Cozy ambient lighting. Even a portable espresso machine. Everything the intrepid explorer could ever need. 5 Kilometer noch. Schwer. Oh. Oh, Alter. Komm. Na, geht die Zeit noch weiter. Ja, oder? In 400 Metern Ja, ist alles rechts machbar. abbiegen. Route wird neu berechnet. All right, all this adventure kit's had a tiny effect on the fuel efficiency. Good job the roof rack holds 2 cans of diesel, and there's another one in the back. Just don't confuse them with your drinking water. Ja, das schaffen wir. Kriegen aber wohl nur 1 Stern. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. On to the final stretch now. Just the small matter of getting up Arthur's seat. The clock's ticking, so better step on it, Stiggy. In 200 Metern links abbiegen.
Oh, nee. Komm. Oh, das ist blöd, echt. Aber es ist so gewollt vom Spiel. Ja, das sieht nicht gut aus. Aber, oh, komm. In 200 Metern links abbiegen. So. In 200 Metern links abbiegen. Naja. Links abbiegen. Alter. 5 Sekunden. Na komm. Komm. Yes, I know this is all very good Och, fun, man. but we really need to nail this bit. Habt ihr das gesehen? 2 Sekunden. Einmal The probiere ich es EAT mit euch has a noch. silky smooth V6 diesel. It'll do 155 miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Das wird Rannoch. auf jeden Fall By sehr, any sehr means necessary and against knapp. the clock, naturally. But don't worry, it has knobbly tyres and a roof rack for carrying extra knobbly Also- tyres. In 400 Metern links abbiegen. Die erste Zeit und die zweite Zeit ist gar nicht machbar. Links abbiegen. Da braucht man wohl 10 Versuche. Na, wir würden dann auch den Wagen gewinnen und der ist schon ziemlich geil. Ah, da war nur 1 Sekunde. Dann hätten wir das geschafft. Ein Baum weniger, dann hätten wir es geschafft, ja. Ich glaube, wir werden das jetzt schaffen. Aber es ist viel Who Glück says mit you need an dabei. SUV to go off-road? Im Gelände. The EAT has four-wheel drive and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mounds, for example. Also Tracker. That's a four-wheel drive car on mud tyres, completely sideways. You'd do well in rallying with Ich skills glaube, der like ist für that. Geländerennen Top richtig draw geil. Da drifting, muss man I den noch ein reckon. bisschen tunen. Es wäre echt geil, wenn wir das jetzt schaffen würden. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Well, it is a Mercedes wagon, so it's tough. And if you really want to smash stuff up, there's even a pickaxe in the back. In 100 Metern links abbiegen. Schade, dass die Sprache nicht auf Deutsch ist. Sehr interessant, was er da alles über das Auto und so sagt. In 400 Metern scharf links abbiegen. Das können wir auch hier machen. Sage ich einfach mal so. It also has 340 horsepower, more Zeit torque gespart. than a cruise ship, gets to 60 miles an hour in Da just kommen over wir nicht 5 hoch. seconds. Da haben wir schon mal die 2 Sekunden, die uns gefehlt haben, eingespart. Vielleicht müssen wir wieder zurückfahren. Aber wir können hier hochfahren, das müssten wir schaffen. Dafür ist er ja auch gebaut. Jawohl. That's some proper hang Komm, time. komm, komm. Actual air suspension. Oh, übel. Hier sind überall die Felsen. Das ist ein bisschen blöd. Da oben ist das Ziel. Ja, da braucht man vielleicht mehrere Anläufe, um das alles zu schaffen. So. Gleich Now wieder it's time to umdrehen. head way over there, to the very top of Arthur's seat. But first, what goes up must come down. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts Ah, das abbiegen. ist immer so eine Sache. Es ist viel Glück dabei. Oder Pech, wie man es sehen will. In Aber noch sind wir 200 gut Metern unterwegs. links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Nee, fahren geradeaus durch.
It's full of home comforts, the EAT. Chargers for almost anything you can charge. Cozy ambient lighting. Even a portable espresso machine. Everything the intrepid explorer could ever need. Bäume. Ticken muss man aufpassen. Naja, gleich weiter. Ah, blöde. Das ist ja blöd. Ich hoffe, die Mauer hört hier gleich auf. Nee, doch hier, ne? Bei nächster Gelegenheit wenden. Übelst, Alter. Ich glaube, wir bleiben lieber auf der Straße. Obwohl... Ach, noch eine. Macht aber nichts. Noch ist das wohl machbar. Noch eine oder was? Ach Mensch. Nö. Good job, the roof rack holds 2 Oh, cans of diesel, and there's another one in the back. Jetzt ist es wohl nicht mehr machbar. Das ist das letzte Mal, sonst machen wir das in der nächsten Folge. Wir werden es auf jeden Fall auf Dauer schaffen. 400 Metern rechts abbiegen. So, ist aber noch möglich. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Wünscht mir Glück. Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. On to the final stretch now. Just the small matter of getting up Arthur's seat. The clock's ticking, so better step on it, Stiggy. In 100 Metern links abbiegen. Nein. Ach Mensch. Ja. Oh Mann, Alter. One more run, I reckon. Schade. We'll get it next time. Hat er recht. Next time. Schade. Hat aber Spaß gebracht. Ich würde sagen, also wir machen es sowieso in der nächsten Folge, aber nicht das, sondern das nächste, was da drauf kommt. Weil das kann sein, dass ich da 3-4 Mal das probieren muss. Ja. Aber es hat Spaß gebracht. War eine coole Folge. Haben wir noch einen Wheelspin? Glaub nicht. Nee. Na gut, meine lieben Freunde. Das war diesmal was anderes. Aber den Wagen hätte ich schon gerne. Das ist eine Sache, da muss man ein bisschen öfters machen. Ja, beim ersten Mal hätten wir es schon fast geschafft. Das waren nur 2 Sekunden. Ist auf jeden Fall locker machbar. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben. Mal sehen wir uns bestimmt bald wieder. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.